In der Dose von Professor Christian Butter sind keine Kekse, sondern das Herz einer Patientin. Genauer gesagt, das Modell ihres Herzens. Dran fügen, genau, dann sieht man, dass das hier so drauf sitzt. Es ist aus weichem Kunststoff und stammt aus einem 3D-Drucker. Das Originalherz ist von früheren Eingriffen vernarbt, ein weiterer Eingriff wird kompliziert. Der Kardiologe möchte optimal vorbereitet sein, deshalb hat er das Modell bestellt. Ich war überrascht, wie detailliert und wie fein die Auflösung letztlich hier in diesem 3D-Druck ist und wie gut man letztlich das jetzt auch nachvollziehen kann, was einem nachher im Katheter erwartet. Die Daten für das Modell kommen aus dem Computertomographen. Der macht mehrere hundert solcher Schnittbilder. Damit kann der Computer das Herz anschließend dreidimensional darstellen. Der Mehrwert ist, dass man patientenbezogen ganz spezifisch das in den Händen halten kann, die Herzhöhlen einfach in der Größe begreift und gegebenenfalls auch mit Materialien, die man dann im Patienten anwenden will, daran probieren kann. Die Daten für ein weiteres Modellherz sind ermittelt und gespeichert. Jetzt beginnt die Arbeit für Marcel Pfützner. Dann kann es damit gebrannt werden. Okay? In seinem Büro sieht der Firmengründer die Bilder der ärztlichen Untersuchung und muss sich seinen eigenen Reim darauf machen. Hirne kann er auch schon. Das junge Unternehmen sucht ständig neue Herausforderungen. Und es sieht immer neue Aufgaben und Geschäftsfelder auf sich zukommen. Und das ist gar nicht einmal so utopisch. Mehrere Forschungsinstitute arbeiten bereits daran, der Kunststoffmasse des Druckers Körperzellen beizumischen, die dann später zu einem Organ zusammenwachsen sollen.